Hallo, Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute wird es richtig schwer für mich und ich brauche meine ganze Power und meine ganze Kraft für dieses Review, denn ich denke mal, wenn ich Popeye wäre, würde ich mir glatt jetzt eine Büchse Spinat dafür aufmachen und mein Arm hier, mein linker, der hat auch schon Probleme beim Halten. Heute zeige ich euch was ganz Spezielles und in der Funktion Einmaliges und ich rede nicht viel, weil sonst fällt mir echt der Arm ab. Heute zeige ich euch das hier, das G&G GMG 42 oder nennen wir dieses Monster beim richtigen Namen, das MG 42. Das einzig wahre Maschinengewehr, was auch noch heute mit sehr viel Respekt erwähnt wird. Und ja, ich sage Lock and Load und dann geht das Review los. Das MG 42 von G&G hat den stolzen Preis von 1.789 € und ist derzeit bei Sniper AS erhältlich. Den Produktlink dazu packe ich euch wie gehabt immer in meine Videobeschreibung. Und da wir bei Sniper AS sind, hier ist das Logo von dem Shop. Hier ist mein Respekt und 1000 Dank an Sniper, dass ich diese edle Airsoft hier für ein Review zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das freut mich total und ja, ich hoffe, ich enttäusche Sniper und ich enttäusche euch nicht mit dem Review. Und ja, am besten fangen wir jetzt mal an mit dem Lieferumfang. Das MG 42 von G&G ist wirklich sehr detailgetreu, nicht nur im optischen Sinne, sondern auch in der Funktion. Und G&G hat auch an so kleine Spielereien gedacht, die sich hier im Lieferumfang befinden, wie zum Beispiel das hier. Zack! Diese 50er Kette Dekopatronen im Kaliber 7,92. Die Patronen sind aus Kunststoff, die Kette selber ist aus Metall und das Tolle ist, es sind 50 Stück. Warum? Im echten MG 42 haben hier im Trommelmagazin ebenfalls 50 Patronen Platz gefunden. Bei dem Trommelmagazin, was wir hier von G&G haben, können wir die Dekopatronen nicht hineinpacken, weil hier kommen die Bibis rein und auch der Akku, um das Gewehr zu bedienen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Gewehr hier dekomäßig nur irgendwo auf den Tisch zu stellen hat, kann man die Kette hier reinpacken oder halt beim Spiel es als modisches Accessoire verwenden. Sieht doch schnieke aus, oder? Ja, machen wir weiter. Was gehört noch zum Lieferumfang dazu? Da gibt es einmal für den Betrieb von dem MG 11,1 LiPo-Akkus und auch nochmal ein LiPo-Akku 7,4 oder 7,4 Volt für das Trommelmagazin. Und damit man das Ganze gleich laden kann, hat G&G auch nicht gespart und euch dazu noch ein Ladegerät mit Netzteil zur Verfügung gestellt. Den krönenden Abschluss des Lieferumfangs bildet natürlich wie immer die Anleitung. Ja, Bodycheck würde ich sagen. Und Bodycheck, noch nie hat dieses Wort hier so sehr gepasst wie bei dem MG 42 von G&G. 123 cm wiegt dieses Monster. Das entspricht genau der gleichen Länge wie dem echten MG 42 und auch das Gewicht hier. 10,5 Kilo wiegt dieses Teil hier. Die Real Steel wiegt nur 100-200 Gramm mehr, also echter geht es wirklich nicht. Und wenn man das mit dem nur 6,8 Kilo leichten MG 42 von GSG bzw. AGM vergleicht, da weiß man wirklich, was man in der Hand hat. Diese Airsoft ist wirklich sehr, sehr stabil gefertigt und was für ein Brummer mit 10,5 Kilo, wie gesagt, fast wie die Real Steel. Und ja, erzähle ich euch kurz was über die Reels hier, aber wirklich nur kurz, weil sonst sprengt das wirklich noch das ganze Review hier. Alles weitere dazu packe ich euch in die Videobeschreibung.
Ja, nur kurz, 1942 von Werner Gruner entwickelt für die deutsche Wehrmacht und dort im Einsatz bis zum Kriegsende 1945. Die Feuerkadenz von diesen MG42 mächtig gewaltige 1500 bis 2000 Schuss pro Minute. Also hier dieses Trommelmagazin mit diesen 50 Schuss war innerhalb von 3 Sekunden leer, wenn man da richtig auf die Tube gedrückt hat. Der Sound damals war auch für die Alliierten ein Warnsignal, denn durch diese hohe Geschwindigkeit konnte man nicht den einzelnen Schuss hören, sondern der ging so ineinander überein und erzeugte dieses typische dieses Rattern. Und das war wirklich ein Warnsignal für die Alliierten. Und die einzige Chance bei einem Beschuss mit diesen MG42 für die Alliierten vorzurücken, war zu warten, bis der Lauf wegen Überhitzung gewechselt werden musste durch die deutschen Soldaten. Das hatte so eine Zeitspanne zwischen 7 und 15 Sekunden und die Soldaten trainierten diese Zeit wirklich sehr, sehr hart, damit sie die Zeit wirklich richtig ausnutzen konnten, um weiter vorzurücken. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die US-Streitkräfte das MG42 als Vorlage für ihr M60 Maschinengewehr. Tja, und die Bundeswehr setzt es auch noch heute ein als MG3, das jedoch in einer etwas entschärften Variante mit weniger Kadenz und das Ganze im NATO-Kaliber. Zurück zum MG42 von G&G. Dieses MG42 ist nicht nur optisch und vom Gewicht her wie das Original, nein, G&G hat auch viele Funktionen dem MG spendiert. Und am besten, weil wir das hier gerade rumhängen sehen, fangen wir mal mit dem Zweibein an. Das Zweibein besteht wie das Original aus Stahl, das hatte ich ja schon bereits erwähnt. Der Magnet bleibt wirklich überall haften. Weiteres Feature, die Stellschraube ist auch funktionsfähig. Das Zweibein lässt sich dadurch in der Höhe verstellen und natürlich, was zum MG42 noch dazugehört, das Zweibein lässt sich auch entfernen. So, hier einfach aus der Halterung nehmen, so sieht das aus und dann kann man das auch in der anderen Position hier unten anbringen. Das funktioniert auch und die ganze Sache hält perfekt. So sieht das Ganze dann aus, wenn der Bipod hier hinten angebracht ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es schöner, wenn der Bipod vorne ist oder das Zweibein, um bei der deutschen Sprache zu sein. Und deswegen denke ich, wechsle ich das schnell, denn so sieht das viel schöner aus. Das Mündungsstück hier, ich zeige es euch noch einmal, besteht aus Stahl und lässt sich wie beim Original durch Lösen der Sperre hier einfach abschrauben. Und auch nur dieses Stück hier ist richtig schwer, toll. Und ja, dieses Feature mit dem Abschrauben ist für eine Airsoft eigentlich ziemlich unwichtig. Aber ich finde es als Sammler halt toll, dass an solche Kleinigkeiten gedacht worden ist. Der Ladehebel besteht auch aus Stahl und kann selbstverständlich auch betätigt werden. Er hat sogar auch eine Funktion, dazu später. Entfernen wie das Original lässt er sich nicht. Das kann wiederum die Version von GSG bzw. AGM. Die Visierung hier vorne ebenfalls auch aus Stahl, lässt sich wie das Original hochklappen. Auch die hintere Visierung ist voll funktionsfähig, sie lässt sich aufklappen wie das Original und auch verstellen. Und auch das Fliegervisier, die sogenannte L-Kimme, fehlt bei diesem Modell nicht. Das Herzstück ist die eigens von G&G entwickelte Gearbox aus CNC gefrästen Aluminium mit integriertem Motor. Diese Gearbox trägt dazu bei, dass viele Features von der Real Steel übernommen werden können. Aber ich denke mal, werfen wir mal einen Blick auf die Gearbox. Dazu klappen wir hier die Ladeklappe nach hinten und hier sehen wir das Aluminiumteil hier, das ist die Gearbox. Um die Gearbox hier aus der Airsoft zu entfernen, brauchen wir keinerlei Werkzeug, keinen Schraubenzieher, kein Schweißgerät, kein Brecheisen. Das geht wirklich hier mit einer Hand. Und zwar brauchen wir hier nur diesen Metallstift hier entfernen. So sieht er aus, den packen wir zur Seite. Und dann müssen wir die Gearbox ein Stück nach hinten schieben und dann lässt sie sich ganz einfach aus dem System entfernen. Und ja, so sieht sie aus. Mit G&G Logo, wie gesagt, aus Aluminium,
gefräst, CNC, das ist ein richtig solider Block. Also selten so eine solide Gearbox in der Hand gehabt. Um ehrlich zu sein, habe ich sehr wenig Gearbox in der Hand, da ich ja ein Gas-Blowback-User bin. Aber ich muss sagen, diese Gearbox beeindruckt mich wirklich. Richtig robust. Hier unten sieht man den Kontaktschalter. Wenn der Abzug hier gegenkommt, wird der Schuss gelöst. Hier sehen wir in dem Schlitz den High-Torque-Motor. Der hat 25.000 Umdrehungen pro Minute. Das heißt, hohe Feuerraten sind möglich. Heißt das jetzt, wir haben hier Full Auto? Yes, Sir, so ist es. Bei diesem MG42 handelt es sich extra für den deutschen Markt um eine unter 0,5 Joule Airsoft. Das heißt, Full Auto steht uns nicht im Wege, kein Semi-Only. Hier heißt es Full Auto Only. Schwein gehabt, würde ich sagen, denn wenn ich mir vorstellen würde, dass dieses MG42 bei uns hier nur Semi-Only laufen würde, das wäre ein absolutes Sakrileg und ich bin dankbar, dass es eine 0,5 Joule Variante gibt, denn wenn ich daran denke, es gab auch schon mal ein MG34 hier von Red Wolf, das war nur Semi-Only und das hat irgendwie gar nicht zu diesem ganzen System gepasst. Daher Daumen hoch für Full Auto Only MG42 G&G. Weil die Gearbox gerade draußen ist, kommen wir gleich zu einem nächsten Feature, welches von dem Original MG42 übernommen worden ist. Und zwar, das ist hier der Griff, der lässt sich wie beim Original entfernen. Dazu muss nur hier dieser Splint hier rausgedrückt werden. So, das Ganze ist ein bisschen schwer. So, hier ist der Splint und jetzt muss nur noch dieser Stift hier rausgedrückt werden. So. Gucken. Da ist der Stift und wie ihr sehen könnt, kommt mir das Griffstück hier schon entgegen. So sieht das Griffstück von dem G&G MG42 aus, eigentlich genauso wie auch das Originalgriffstück. Es hat auch eine funktionierende Sicherung, die befindet sich hier. Wenn ich die Sicherung reindrücke, lässt sich der Abzug nicht betätigen und wenn ich es auf der anderen Seite wieder zurückdrücke, geht der Abzug wunderbar. Zu den Materialien, Griffstück besteht von außen her aus Stahl, auch die Abzugseinheit ist hier aus Stahl. Griffschalen sind aus hochwertigem Holz und ich sage von außen aus Stahl. Was mich wundert, warum hier die Abzugsgruppe innen aus Aluminium gefertigt ist, da hätte G&G ruhig noch ein Stückchen Stahl spendieren können, oder? Der Griff ist wieder montiert und auch die Gearbox ist wieder drin und jetzt wird es endlich Zeit für das erste Gimmick. Um die Airsoft hier zu schießen, muss wie beim echten MG42 hier dieser Ladehebel einmal betätigt werden. Und ja, wenn wir hier einen Blick auf den Nozzle werfen, so sehen wir, dass der hier ziemlich alleine dasteht. Der Lauf fehlt, die Hop-Up-Unit fehlt. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich hier diesen Ladehebel einmal durchlade. Durch das Laden wird jetzt der Lauf und die Hop-Up-Unit nach vorne an den Nozzle geführt. Das Hop-Up kann durch dieses Rädchen hier eingestellt werden, nach rechts, um es zu erhöhen und nach links, um es zu senken. Hier, der Knopf hat auch eine spezielle Funktion. Wenn man diesen Knopf hier drückt, wird die Hop-Up-Unit samt Lauf wieder zurück in den Outer Barrel geführt. Ihr fragt euch jetzt, warum der ganze Aufwand mit diesem getrennten Laufsystem. Einige ahnen wahrscheinlich auch schon den Grund, warum G&G das gemacht hat. Was wäre ein MG42 ohne funktionierenden Laufwechsel? Das hat sich auch G&G gedacht und hat uns dieses Feature hier spendiert mit diesem Airsoft-Modell. Und das ist wirklich eins der Highlights von diesem MG42 und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Eigentlich ist die Geschichte ganz einfach und genauso wie beim Original mit dem einzigen Unterschied, bevor ihr den Lauf wechselt, stellt sicher, dass hier der Lauf samt Hop-Up-Unit vom Nozzle getrennt ist. Das ist wirklich Grundvoraussetzung dafür, wie schon bereits gezeigt, einfach hier den Knopf drücken. Wenn die Voraussetzung gegeben ist, ist die ganze Geschichte genauso wie beim Original MG42, indem man hier die Laufwechselklappe öffnet und dann, seht ihr, kommt euch der Lauf hier entgegen und ihr könnt ihn ganz einfach aus dem MG42 nehmen. Der Outer Barrel hier besteht aus Aluminium, das hatte ich euch schon gesagt. Die Laufarretierung selber besteht aus hochwertigem Stahl und ich denke, ich schraube mal
die ganze Sache ab. Das geht nämlich ganz schnell. Und dann zeige ich euch mal den Inner Barrel, wie der aussieht. So, noch ein bisschen geschraubt hier. So sieht der aus. Ja. Hier könnt ihr die Feder sehen, die dafür zuständig ist, dass der Inner Barrel wieder zurück in den Outer Barrel flutscht. Und ja, Lauflänge beträgt 50 cm, also ganz ordentlich. Und wie die Präzision ist, das werden wir uns dann nachher angucken beim Schusstest. Der Lauf ist wieder zusammengeschraubt und ich werde ihn wieder in das MG42 stecken. Wichtig ist, wenn ihr den Lauf wieder einbaut, achtet darauf, dass die Stahlschraube hier unten ist. Ansonsten einfach wieder die Klappe öffnen, die ganze Geschichte, den ganzen Lauf hier wieder reinstecken und die Sache schließen. Fertig. Kommen wir zu den Markings von dem MG42 und hier muss ich sagen, hier bin ich ein bisschen geschockt. Ich verstehe, dass G&G sehr stolz ist auf sein Modell, aber hier so fett G&G, GMG 42 und Made in Taiwan hier rein zu ritzen, das wird wahrscheinlich viele Sammler prellen und vielleicht auch sogar die Kaufentscheidung etwas wackelig auf den Beinen halten lassen, gerade bei dem Preis. Ich hätte mir da was Dezenteres vorgestellt. Hier halt die Original MG42 Logos und von mir aus auch G&G und Made in Taiwan, aber das Ganze ein bisschen kleiner oder an einer dezenteren Stelle. Hier an der Stelle finden wir nochmal das Sniper Logo, die Gravur und hier auch die ganze Geschichte, dass es unter 0,5 Joule ist. Da wir schon mal hinten sind, vergessen wir mal die Markings und gehen jetzt zu dem Schaft. Der besteht aus hochwertigem, festen, stabilen Holz im Gegensatz zu dem GSG AGM MG42 Modell. Da fühlt sich das Holz irgendwie sehr billig an. Hier ist es wirklich sehr schön und auch hier in dem Leihmodell, was mir Sniper zur Verfügung gestellt hat, ist auch die Maserung richtig schick und auch die Farbgebung gefällt mir richtig gut. Um den Schaft abzunehmen, muss man wie beim Original hier den Knopf drücken, dann lässt sich die ganze Geschichte abnehmen. Anders als bei dem Original lässt sich das einfach abziehen. Da hat nun wieder AGM, GSG das Feature, dass es wie beim Original durch Drehen eingerastet wird. Das haben wir bei dem G&G nicht. Der Schaft ist weg und ja, hier sehen wir ein Stromkabel und das zeigt uns nochmal, dass es hier kein echtes MG42 ist, sondern nur eine Airsoft. Aber wie gesagt, ich bin so von den Socken, von den Materialien, dass ich immer wieder denke, das ist echt, aber das Kabel zeigt es, es ist nicht so. Ja, um die Airsoft zu betreiben, benötigt man Strom und den Strom hat uns auch G&G mitgegeben in Form hier von diesem 11,1 Volt LiPo-Akku. Den schließen wir hier einfach mal an. Das geht ganz einfach, einfach hier reindrücken in die ganze Geschichte und dann werden die Akkus hier in dem Schaft verstaut so und dann kommt der Schaft hier wieder zurück in das MG42 und ja, jetzt hat das MG42 endlich Strom. Ja, das MG hat nun Strom. Was fehlt uns denn nun noch, damit wir endlich schießen können? Richtig, die Bibis oder besser gesagt das Magazin, wo die Bibis reinkommt. Dafür hat G&G hier dieses Trommelmagazin entworfen, das von außen genauso aussieht wie das von einem echten MG42. Das Material von dem Magazin, genau Stahl, Stahl, Stahl. Wie man es nicht anders erwarten kann, besteht auch das Trommelmagazin von G&G hier komplett aus Stahl. Um es zu öffnen, verfahren wir genau wie beim Original. Hier der Tragegriff. Das ist wirklich auch wie damals wurden die Trommelmagazine hier so getragen. Wird einmal ganz nach hinten geklappt in die andere Richtung und dann können wir hier die Klammer öffnen und das Magazin wie beim Original öffnen. Das Innenleben sieht natürlich total anders aus. Das Trommelmagazin benötigt Strom, um die Bibis in das MG42 zu transportieren und G&G hat uns dazu auch passend gleich einen 7,4 Volt LiPo-Akku zur Verfügung gestellt. Der kommt hier in das Akkufach rein und die ganze Sache wird hier miteinander verbunden. Wichtig, hier steht es auch nochmal auf dem Aufkleber drauf, achtet auf die richtige Polung, denn wenn ihr das falsch macht, kann es zu Beschädigungen kommen und das wollen wir ja bei diesem
teuren Prunkstück auf jeden Fall vermeiden. Der zweite Schritt ist auch ganz einfach, den Hebel hier umlegen, bis er einrastet, dann die Ladeklappe öffnen, das Loch wird für die Bibis frei und ja, das Magazin ist wirklich sehr hungrig und bei einer Füllung von ca. 2000 Bibis ist es erst wirklich richtig satt. Dann wieder die Klappe zumachen, den Knopf hier drücken, um die Spannung wiederherzustellen, dann wird die Geschichte angeschaltet. Ihr seht, das Magazin versucht jetzt verzweifelt Bibis hier in diesen Schlauch zu transportieren, hat natürlich keine Chance. Ich mache es wieder aus. Jedenfalls, ihr lässt es an, dann wird der Deckel hier wieder zugemacht, die Klammer wieder reingemacht, der Griff wieder umgelegt und das Magazin ist bereit für die Aufnahme an das MG42. Um das Trommelmagazin jetzt an den MG zu befestigen, müsst ihr nur die Ladeklappe öffnen. Dann seht ihr hier diese Klammer, die kommt hier ran, aber zunächst wird das Trommelmagazin hier eingehängt. Das passiert so und dann hier mit der Klammer die ganze Sache befestigen. Dann heben wir das Magazin an und nun können wir hier den Transportschlauch an das System anbringen, die Sache wieder schließen, Ladeklappe zu und die ganze Sache ist jetzt endlich fertig zum Schießen. Aber bevor es richtig zur Sache geht mit den MG42 hier von G&G, schauen wir uns doch mal die Feuergeschwindigkeit etwas genauer an. Dazu blende ich euch hier meinen Rate of Fire Test oder kurz ROF-Test ein. Wie ihr sehen könnt, liegen die Werte so minimal bei 1000 bis 1050 Schuss pro Minute. Wenn man das mit der Real Steel vergleicht, die hat es geschafft, hier so eine 50er Kette innerhalb von 3 Sekunden durch das MG hier zu schießen. Das heißt, das MG42 Real Steel hatte eine Feuerrate von 1500 bis 2000 Schuss pro Minute. Absoluter Wahnsinn und ja gut, 1050 ist fast dran so ein bisschen, aber das Real Steel hat doch ein bisschen mehr Power. Nicht umsonst haben die Alliierten das Teil früher Hitlers Buzzsaw genannt, Hitlers Kreissäge. Den Kreissägen-Sound macht hier dieses MG42 von G&G auch, aber denke mal, das liegt mehr daran, dass es elektrisch ist. So, genug gequatscht, die Feuerrate ist festgestellt, nun endlich der Schusstest. So meine Lieben, jetzt erfolgt endlich der Schusstest. Das Wetter ist heute bombastisch dafür. Wir haben den 31.10.2015, das heißt Halloween. Dafür habe ich mir auch ein passendes Ziel ausgewählt. Das habe ich auf 30 Meter aufgestellt und werde jetzt mit dem GMG 42 mit 0,28 Gramm Bio-Bibis darauf schießen. Es ist ein bisschen windig, aber ich denke mal, durch die 1500 Schuss pro Minute lässt sich das hier richtig gut aufs Ziel ausrichten. Denn wie gesagt, das Ding hier ist kein Snipergewehr, das ist für Sperrfeuer da und Sperrfeuer werde ich jetzt auf dieses Ziel machen. Ich wünsche mir selber viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, muss heute mal ein Zombie leiden. Mein Hauptaugenmerk liegt dabei auf das Brain. Das Brain muss ich zerstören, damit der Zombie mir nicht zu nahe kommt. Mal sehen, ob ich es schaffe. Na, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Oder denkt ihr noch eine Salbe, oder? Das dürfte reichen. Jetzt schauen wir uns das mal an.
Tja, so wie das aussieht, hat der Zombie hier wahrlich gar keine Chance gehabt. Schön das Brain zerfetzt. Der hatte gar keine Chance. Und wenn man so generell mal guckt auf die A3-Größe hier, ist alles gut verteilt. Ich habe mich natürlich hier auf diesen Punkt konzentriert und so sieht das auch aus. Aber ich muss sagen, mit dem GMG 42 auf 30 Meter hier auf ein A2-Blatt oder beziehungsweise man kann schon fast sagen, auf ein A4-Blatt trifft man wunderbar. Und das bei den Windverhältnissen, die ich hatte, okay, das Ding schießt wie ein Wasserstrahl. Man kann also wirklich die Kugeln gut verfolgen und auch nachjustieren. Ganz einfach. Das macht einen Höllenspaß. Also ich bin begeistert und ich kann nur sagen, Daumen hoch. Kommen wir zu den Pro und Kontras des G&G GMG 42 oder nennen wir dieses Sahnestück einfach MG42. Ja, lange hat die Airsoft-Gemeinde auf dieses MG gewartet, denn das Konkurrenzprodukt von AGM-GSG konnte die Spielergemeinde nicht so überzeugen, was Material und Leistung angeht. Daher waren die Erwartungen hier an das G&G-Modell sehr hoch und hoch ist auf jeden Fall der Preis. 1.800 € oder um genau zu sein 1.789 € müsst ihr dafür bei Sniper auf den Tisch legen. Dafür bekommt ihr aber auch ein wirklich sehr, sehr, sehr solides, aus Stahl gefertigtes MG. Das 700 € GSG-Modell besteht nur aus Aluminium. Ich habe nichts gegen Aluminium, aber da stimmt die Qualität wirklich gar nicht. Es irgendwie verwindet sich das GSG MG42 sehr schnell. Ich habe es zu Hause und ja, ich werde auch mal einen Vergleich machen zwischen G&G und AGM. Ein Review von dem AGM kommt auch noch. Aber zurück zur G&G-Variante. Hier bekommt ihr wirklich 99,999% dickwandigen Stahl. Da geht echt nichts kaputt. Und auch der Echtholzschaft und die Echtholzgriffe, die sehen sehr, sehr hochwertig aus. Die Maserung und die Farbgebung überzeugt mich. Apropos Farbgebung, auch die Farbgebung hier von dem MG, dieses Grau, das ist einfach richtig genial. Das Einzige, weil ich ja schon fast den Finger hier so drauf habe, was mich ein bisschen stört, sind die Markings. Da steht ganz fett G&G MG42 drauf, Made in Taiwan. Das wird wahrscheinlich einige Sammler so ein bisschen verprellen, gerade auch was den Preis angeht. Die Kombination stimmt vielleicht nicht so richtig, aber ich muss ehrlich sagen, nach einiger Zeit guckt man da gar nicht mehr so hin. Dafür hat G&G uns was richtig Tolles gemacht, und zwar angefangen hier mit der Gearbox, eigenständig entwickelt, CNC gefrästes Gehäuse. Das Ding wirkt richtig solide und hat mich beim Schusstest auch sehr überzeugt. Auf 30 Meter, habt ihr gesehen, konnte ich den Zombie richtig schön gut erledigen. Die Bibis sind schön gerade gelaufen bis auf das Ziel. Trotz 0,5 Joule konnte ich da richtig gut treffen. Und durch diese Gearbox hier haben wir ein richtig gutes Feature, was wie gesagt hier dieses Logo schon fast vergessen lässt. Der funktionierende Laufwechsel. Also das beeindruckt mich wirklich, gerade als Sammler. Gut, der Spieler wird sagen, was soll das? Aber ich finde schön, dass G&G daran gedacht hat, dieses Feature hier mit zu übernehmen. Und auch toll finde ich hier diese Kleinigkeiten, dass hier noch so eine 50er Dummy-Kette noch mit dabei ist. Und dass wir hier die Akkus dazu bekommen in Lipo-Form und sogar noch ein Ladeteil dazu. Also ich bin eigentlich total zufrieden. Tja, kommen wir zur Kaufempfehlung. Kaufen oder lieber doch die günstige Variante von GSG kaufen. Also als Einzelperson muss ich sagen, wenn ihr genug Geld habt, dann kann ich euch natürlich hier nur die G&G-Version empfehlen. Auch als Airsoft-Team, wenn ihr da das Geld zusammenlegt, denke ich mal, werdet ihr mit der G&G-Variante mehr Freude haben als mit der GSG-Variante. Gut, als Argument könnte man vielleicht noch sagen, das eingesparte Geld kann man jetzt in das Tuning packen für die billige Variante.
Aber ob das so lohnend ist, also gegebenenfalls müsst ihr das nochmal bei euch in der Gruppe diskutieren, entscheiden. Letztendlich müsst ihr das selber. Ich hatte die Chance in Zusammenarbeit mit Sniper dieses edle Stück hier mit meinem privaten GSG MG42 zu vergleichen. Ja, und mein privates Fazit. Ich mag mein GSG MG42 überhaupt nicht mehr und ich möchte das G&G behalten. Vielleicht sende ich Sniper einfach aus Versehen das GSG wieder zurück und behalte hier das G&G. Fällt ja gar nicht auf. Nee, werde ich auf jeden Fall nicht machen, weil ich möchte ja gerne weiterhin mit Sniper zusammenarbeiten und vielleicht kommt die Zeit und ich werde es mir auch selber kaufen. Ich muss es jetzt zusammenpacken und wieder zurück zu Sniper schicken. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, das Review hier für euch zu gestalten. Und ja, ihr merkt, das Review ist zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß gehabt dabei. Demnächst folgt noch mal ein kleiner Vergleich zwischen G&G und GSG. Da werde ich nicht viel erzählen, sondern nur mal die Unterschiede kurz anschneiden. Geht auch nicht ins Detail. Zu dem AGM MG42 wird dann auch noch ein Review folgen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen möchtet. Ja, eigentlich möchte ich das Review gar nicht beenden, weil wenn ich das jetzt beende, heißt es wirklich einpacken und zu Sniper schicken. Ich denke, ich schieße damit noch mal einen Moment. Also, mach's gut, Leute. Ich gehe noch mal das MG42 rocken.